Ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich bin Jürgen aus der Bastelgarage und heute ist mal wieder ein neues Video fällig. Es geht um einen Schraubstock und zwar nicht einen aus Metall, sondern aus Holz. Das ist das fertige Teil, das wollen wir uns bauen. Ich zeige mal ein paar Bilder, wie diese normalerweise die Schraubstöcke aussehen. Und genau das wollen wir nachbauen. Seid gespannt, bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. Wir bauen uns ja heute diesen Schraubstock und der ist eigentlich gedacht, ich möchte mir hier, jetzt von mir aus gesehen links, möchte ich mir demnächst eine neue Werkbank bauen. Dazu ist das ein Teil. Deshalb bringe ich das auch später nicht, schraube ich das nicht an, sondern das liegt jetzt hier, parat, um dann, wenn es soweit ist, praktischerweise direkt fertig eingebaut zu werden an Ort und Stelle. Hier unter dem Fenster sieht es aus wie Kraut und Rüben. Da soll später mal die Werkbank hin. Die Stange da durch kann. Jetzt brauche ich die Löcher für die Führungsstange. Allerdings muss ich bei dem hinteren Teil, da soll noch eine Führungsbuchse rein, die das Ganze führt. Das heißt also, das muss größer gebohrt werden als vorne. Hier in diesem vorderen Teil soll es auch nur zu 2/3 in das Holz rein. Das reicht. Deshalb bohre ich jetzt erstmal mit einem kleinen Bohrer die Rückseite durch, damit ich genau den Punkt habe, wo ich hier rauskomme, damit diese beiden Punkte übereinander passen. Hier habe ich jetzt 5 mm Löcher reingebohrt.
Das kommt ja nachher so aneinander, und damit ich weiß, wie rum ich das Ganze drauf gemacht habe, mache ich mir an der Unterseite ein sogenanntes, so, das stimmt, ich glaube Tischler- oder Schreiner-Dreieck. So, das heißt, kann man das sehen? Ja. Damit finde ich also immer die richtige Position wieder. Ja. Genau so soll es übereinander stehen. Dann weiß ich auch, wo oben und unten ist, und die beiden Teile gehören zusammen. Jetzt bohre ich halt von diesem Durchbohrten auf das andere durch. Und hier bohren wir dann die 12 mm Löcher rein. Das kleine Loch ist gebohrt, da weiß ich, wo ich hin muss. Der 12 mm Bohrer ist drin, und den bohre ich jetzt zu 2/3 in das Holz rein. So, unser Gewindestab kommt dann einmal hier durch. Hier habe ich vorher da habe ich eine Unterlegscheibe drunter, so dass das hier sich drehen kann. Ich lege von der Seite noch eine Unterlegscheibe drunter, und so. Und jetzt kommt eigentlich hier diese Mutter drauf. Problem ist, die Mutter darf sich nicht mitdrehen, damit das ganze Teil nicht auseinander geht. Das heißt, hier drin in diesem Holz kommt die Schraube rein, und ich werde jetzt in diese Mutter ein Loch bohren, eventuell auch ein Gewinde, und werde eine Schraube oder Nagel oder irgendwas durchmachen, damit sich diese Schraube nicht mitdreht. So, hier wieder zurück. Ich schraube die Mutter mit dem Loch jetzt hier so weit rein, bis das Ganze ein bisschen stramm ist, bis die Mutter auch verschwunden ist. So, dass es fest ist, aber sich trotzdem noch, das ist zu fest, damit sich ein bisschen, das muss sich hier drehen können. Ja. So, jetzt mache ich hier an der Vorderseite, mache ich dieses T-Stück wieder raus. Unterlegscheibe ab. So, und habe jetzt hier meinen genauen Punkt, wo ich jetzt in die Stange reinbohren muss. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt schneiden wir ein Gewinde da rein. Hier die Schraube. Damit ist das Ganze fest, und das setzen wir jetzt wieder mit der Unterlegscheibe vorher hier rein. So, das verschwindet hier. Hier kommt die zweite Unterlegscheibe drauf und der Queranschlag. Schraube durch, selbstsichernde Mutter draufdrehen, und wie gesagt, das drehe ich nachher jetzt fest und schneide das, was zu lang ist, ab. So, so sieht das Ganze schon mal aus. Dann kann sich das hier schön drehen. Wie gesagt, jetzt müssen wir dieses zweite hintere Teil, da muss die Schraube muss hier versenkt werden, damit die sich nicht bewegt. Nicht schön, aber dafür effektiv. Passt da rein. Hier bin ich leider etwas weit rausgekommen, aber es hält. Und das kommt ja nachher auch, ist das Teil, was hier angeschraubt wird, also dass man das überhaupt nicht mehr sieht. Die hintere Seite habe ich mir hier so, ja, was ist das, Aluminium, glaube ich. Das ist etwas größer, das soll eine Führung sein, das kommt hier rein. Und die Edelstahlstange soll dann hier durchgehen und wird dann damit geführt, damit das leicht ist. Da kann man auch im Notfall mal einen Tropfen Öl rein tun, und dann läuft das wieder wie geschmiert. Auf der Seite habe ich das Loch hier etwas kleiner gemacht. Das muss ich jetzt hier reinhauen. Das hier ist ein 16 mm Buchenholzstab. Der passt hier toll in dieses 20 mm rein, hat ein bisschen Spiel. Von einem 20 mm
Buchenholz-Rundstab habe ich mir so ein Stück abgeschnitten. Das wird jetzt an beiden Enden hier aufgeklebt und ich habe schon ein Loch gebohrt, mit einer Schraube festgemacht, damit das hier nicht rausrutschen kann. Ich habe das mal hier provisorisch an einem Brett festgeschraubt von hinten. Setzt sich das jetzt. Das wird später mal, wenn die Bank mal fertig ist, wenn ich mal viel Zeit habe, wird das ungefähr der Platz des Schraubstocks sein. Das ist jetzt das hintere Teil. Und zwar wird das hier dran gemacht. Die Löcher werden durchgebohrt. Und hier mache ich halt mit 4 Schrauben, schraube ich das ganze Ding da dran fest. Oder baue das ganze Teil nochmal nach, dass ich das hier als ein Stück Holz habe, wo das drin arbeitet. Das muss ich mal sehen. Aber vorbereitet ist alles, also die Werkbank kann kommen. So einfach kann es sein, sich etwas selber zu bauen. Seid einfach dabei, auch beim nächsten Mal. Und wie ihr dieses Mal seht, sogar mit neuem Haarschnitt. Ich freue mich auf euch, bedanke mich und sage Tschüss, bis demnächst. Euer Jürgen.